Dies ist die Geschichte einer großen Leidenschaft, die bereits in jungen Jahren in Frankreich begann, aber erst auf einem der wichtigsten Automärkte der Gegenwart ihre Erfüllung finden sollte. In China, genauer gesagt in Shanghai, wurde ein Autotraum Wirklichkeit. Mein Name ist Alain Desrosiers, ich bin 28 Jahre alt und Autodesigner, der zurzeit für eine chinesische Automarke arbeitet. Mein Chef ist so cool, dass er mir erlaubt hat, in meiner Freizeit für eine andere Marke zu arbeiten, für die mein Herz schlägt. Es sind solche alten Rennbilder aus dem legendären Le Mans, die Desrosiers Herz höher schlagen lassen. Der Porsche 908 Langheck von 1968 und der Porsche 917 sollten sein Leben entscheidend prägen. Ich wollte irgendwie eine modernere Version davon erschaffen. Irgendwas Ungewöhnliches, was Verrücktes. Also habe ich eine Zeichnung gemacht und dann habe ich mir gesagt, das ist es, das muss ich machen. Alain Desrosiers konnte noch 3 weitere Kollegen aus seiner Firma für das Projekt begeistern. Der Plan war, tagsüber gemeinsam für ihren chinesischen Arbeitgeber zu arbeiten und nach Feierabend, wenn alle Kollegen das Büro verließen, mit ihrer Arbeit an einem neuen Porsche zu beginnen. All dies begann bereits 2015. Alle Beteiligten sind hochqualifizierte Mitarbeiter in unterschiedlichsten Bereichen in der Automobilindustrie. Alle sind ziemlich Porsche verrückt und haben nur ein Ziel. Wir wollten, dass die Menschen denken, das ist wirklich ein Auto von Porsche und wir wollten auch nicht aufgeben. Die Hauptaufgabe, die Vision des Chefdesigners zu verstehen und technisch möglich zu machen. Mein Name ist Marcos Beltrão, ich bin 30 Jahre alt und in diesem Projekt arbeite ich als Modellbauer. Die Aufgabe des Modellbauers ist es, die Ideen des Designers zu nehmen, sei es nun eine Zeichnung oder nur eine mündliche Idee oder die Inspiration eines anderen Autos, um dies dann in dreidimensionale Flächen zu verwandeln. Und diese Oberflächen sollten dann eben auch mit den Vorstellungen übereinstimmen und das ist natürlich eine Herausforderung. Ebenfalls wichtig, neben all dem Fleiß, Input von außen, kreative Inspiration und Anregungen. Und dafür braucht es eben auch ein wenig Zufall und Hilfe aus der Nachbarschaft. Im angrenzenden Industriegebiet besuchten die 4, wann immer möglich, eine Firma, die sich auf Autofolierungen spezialisiert hat. Einer ihrer Stammkunden besitzt unter anderem ein GT3 RS und ein Porsche 918 Spyder. Autoästhetik in Perfektion. Diese Autos waren wirklich perfekt für uns, um Inspiration zu bekommen und auch die DNA von Porsche zu fühlen, wie sie die Oberflächen behandeln und genau das konnten wir dann auch für unser Modell anwenden. Doch die 4 Porsche-Fans wollten ihr Auto auch in Szene setzen. Sie bekamen Zugang zum berühmten Shanghai Race Circuit. Dort suchten sie mit ihren Kameras die besten Kurven, fotografierten diese in allen erdenklichen Blickwinkeln und schickten die Fotos um die halbe Welt nach Frankreich. In der Nähe von Bordeaux arbeitet Tom Wheatley als freier Grafiker. Sein Job bei diesem Projekt: in echte Fotos die digitalen Entwürfe eines Autos einbauen, welches es bis dato nur im Computer gibt. Und solche Fotos und eine dazugehörige Website sorgten im Netz für Aufmerksamkeit, auch in Zuffenhausen. Die Folge: eine E-Mail. Ich erinnere mich noch, vor 8 Monaten, ich habe gerade mit Marcos am Auto gearbeitet, als ich meine E-Mails checkte und dann habe ich gesehen, dass uns wirklich Porsche geschrieben hat. Wir haben ja nie die Erlaubnis von Porsche oder irgendjemandem bekommen. Ehrlich gesagt hatte ich etwas Angst, sie aufzumachen. Als wir sie dann gelesen haben, konnte ich es kaum glauben. Wir sind ausgeflippt, denn viele Leute haben mir gesagt, dass ich vielleicht Ärger mit der Marke bekomme, wenn man den Namen und ihr Eigentum benutzt. Sie waren aber dankbar und wirklich richtig froh. Als Porsche uns dann kontaktierte, da sagten sie sich, wir sollten etwas mit den Jungs zusammen machen und das Auto eben nicht so lassen. Wir sollten es zeigen. Also haben wir darüber gesprochen, ein Modell im Maßstab 4:1 zu machen und die haben das sogar bezahlt. Wer sich auskennt, weiß, solche Modelle sind nicht günstig. Über den Preis wird jedoch Stillschweigen vereinbart. Porsche beauftragt daraufhin einen chinesischen Dienstleister, der auf 3D-Druck für die Autoindustrie spezialisiert ist. Anschließend wird alles fachmännisch foliert,
bis es dann zur Übergabe kommt. Und dann ist es soweit. Alain Desrosiers sieht zum ersten Mal sein eigenentworfenes Modell eines Porsche-Rennwagens. Der Name Concept 908/04. Ja, ich bin sehr stolz, weil ich so lange an diesem Projekt gearbeitet habe und endlich heute können wir es zeigen und die Qualität ist besser als alles, was ich mir je erwartet habe. Ich bereue absolut nichts und ich bin wirklich sehr glücklich über alles, was gerade passiert. Mit dem Ergebnis, dass Zuffenhausen dies mehr als nur wohlwollend zur Kenntnis nahm und die 4 Porsche-Fans entsprechend belohnte. Die Mühe war es wert, obwohl alles auf freiwilliger Basis passierte. Wir haben versucht nachzurechnen, wie viel Zeit wir an diesem Auto gearbeitet haben und wir kamen ganz grob auf 5000 Stunden. Aber am Ende ist das egal, weil wir es nie für das Geld getan haben. Wir haben es aus Leidenschaft gemacht.